Was war Ihr Wunsch? Sie waren ja 45, ich habe Ihr Alter nirgendwo gefunden, aber nach meinen Berechnungen waren Sie 45, so um die 20, ne? Ist das richtig? Ja. Ich meine, Sie waren eine junge Frau. Was haben Sie sich gewünscht? Nachdem das... Nichts. Nichts? Nichts. Ich war neugeboren. Entschuldigung, neugeboren. Noch einmal. Wirklich neugeboren. Ich bin über die Trümmer gegangen, die kaputte Stadt. Ich konnte wieder in einem Park spazieren gehen. Ich konnte an der Elbwiese entlang laufen. Ich hatte keinen Stern. Niemand konnte mich anpöbeln, belästigen. Ich hatte die gleichen Probleme wie alle. Die kaputte Stadt. Es gab nichts zu essen, aber das waren wir ja vom Krieg noch mehr gewöhnt. Wir hatten es ja im Krieg viel schlechter als danach. Wir haben uns getroffen in der jüdischen Gemeinde, das war so unser Halt, unser Punkt. Es kamen Leute zurück, ein paar Überlebende. Ich konnte in ein Kino gehen, das noch stehen geblieben war. Ich konnte nach Bühler rausfahren, da gab es Operette wurde dort gespielt im Kurhaus. Sehr primitiv alles und für die Schauspieler wahnsinnig schwer dort auf dieser, wir nannten es die Scheune. Aber ich konnte gehen, ich konnte mich frei bewegen. Alles andere war mir vollkommen egal. Und wie ging denn das Leben wieder los in Dresden? Wie haben Sie das empfunden? Ging es ums Überleben oder hat man auch schon versucht? Da ging es nicht mehr ums Überleben. Danach? Ja. Ich habe doch überlebt. Ich meine jetzt auch, es war auch kalt, es gab nichts zu essen. Wie das haben Sie das geschafft? Das waren wir ja gewöhnt. Ich sage Ihnen doch, wir hatten noch weniger zu essen vorher. Die Leute jammerten, aber denen ist es vorher besser gegangen im Krieg als uns. Ja. Uns ging es ja noch schlechter. Wir hatten ja keine richtigen Lebensmittelkarten. Im Krieg hatten alle Lebensmittelkarten, alle wenig zu essen. Aber wir hatten noch weniger als wenig. Ja. Die Karten waren entwertet, wo Fleisch war, Butter, das war Jude. Mein Vater hatte eine normale Karte, mit der musste er uns durchbringen. Freunde, wenn es sie nicht gegeben hätte, Freunde meines Vaters, haben geholfen und hatte am Land auch Bauern, die uns mal was zukommen ließen, ein Päckchen und so, und da haben wir uns geholfen. Aber hinterher, das war alles nicht wichtig, wir haben überlebt. Wurden Sie als Opfer des Faschismus entschädigt von der damaligen Regierung? Nein. In der DDR werden sie nicht entschädigt. Sie hatten einen Ausweis, meine Eltern bekamen dann eine Rente, als sie älter waren. Nein, das gab es nicht. Es gab ja diese Vereinigung Opfer des Faschismus oder Verfolgte des Naziregimes. Ja. Die wurden ja eigentlich, also von nach 49 dann von der DDR-Regierung ziemlich, ich sage es jetzt mal so salopp, zuvorkommend behandelt. Ja, wenn sie in der Partei waren. Wir waren nicht in der Partei. Da nützt uns das ganze VVN und alles nichts. Mein Vater ist nicht in die kommunistische Partei eingetreten, er wollte nicht. Hat er versucht, nach dem Krieg sein Kino wieder zu bekommen? Ja, deshalb sind wir ja 7 Jahre noch geblieben. 7 Jahre zu lang, zu viel. Er hat alles versucht. Sein Kino konnte er nicht wiederbekommen, es war ja ausgebombt, das auch noch. Aber für den Grund, für den Boden, der uns ja noch gehörte, wir waren ja eingeschrieben im Grundbuch, musste er Grundsteuern zahlen, für nichts. Ich habe noch heute den Bescheid, Grundsteuer gezahlt. Und ist er dann enteignet worden oder wie ist das passiert? Also Sie sind ja dann noch weggegangen später. Ja. Ist das der Grund gewesen, dass... Ja. Habe ich dann nach der Vereinigung, habe ich mich darum gekümmert. Das ist aber jetzt noch nicht bebaut. Es ist immer noch so ein Schandfleck dort in der Alauenstraße. Und Ihr Vater wollte das nach dem Krieg nicht wieder aufbauen dort, oder? Oder konnte er es nicht aufbauen? Nein. Nach dem Krieg 1945 waren wir noch in Dresden. Sie konnten nicht bauen in der DDR. Was können Sie denn da bauen? Privat können Sie gar nicht. Er hat versucht, er hatte das nicht wieder, stand ja im Grundbuch als Eigentümer drin.
Aber er hat gesagt, gebt mir ein anderes Kino, was stehen geblieben ist. Das war bestimmt der Nazi dort. Der hat ja in der Nazizeit Profit gemacht, verdient und ich habe nichts gehabt. Mein Vater hat sich ganz schwer mit uns durchgeschlagen in der Zeit, als er kein Kino mehr hatte. Da hat er Vertretung gemacht für Kinoreklame und solche Sachen. Gib mir eins von denen. Ging nicht. Und dann wurden ja diese Kinos auch nicht mehr, waren ja nicht mehr im Privatbesitz. Die wurden ja alle verstaatlicht. Ja. Ja. So hieß das. Also es gehörte alles jedem. Alles und nichts. Also das war nicht mehr drin. Sowieso. Und wie war das jüdische Leben nach 1945? Ach ja, das war ganz nett, das muss ich schon sagen. In der Bautzner Straße war damals die Gemeinde, Bautzner Straße 20 war das Haus, was der Gemeinde gehörte. Da war ein Zimmer oben, ein Saal. Ja, da habe ich Bar Mitzvahs erlebt. Bar Mitzvah, das ist wie eine Konfirmation, wenn ein Mädchen 12 und ein Junge 13, also das Mädchen ein Jahr eher. Die Mädchen sind etwas reifer als die Jungen. Ja, das ist so. Und, wir wagen keinen Widerspruch. Nein. Und habe ich sogar von Leuten, die ich heute noch treffe und gut kenne, Vorstand der Gemeinde in Dresden ist er, seine Bar Mitzvah mitgemacht. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Herr Mares. Nee. Seine Schwester. Und da waren wir mit dort, ja, und viele Festlichkeiten. Man hat versucht zusammenzuhalten, wenn Feiertage kamen, wurde gebetet, irgendjemand, es gab keinen richtigen Rabbiner, aber irgendjemand hat schon ein bisschen Hebräisch gekonnt, hat vorgebetet und man hat sich getroffen und das war wichtig. Gab es schon Stimmen, dass man die Synagoge wieder aufbaut? Nein. Oder wurde da eher nicht dran gerührt? Es wurde dann so 49 herum, glaube ich, 50, ja, in dem Jahr, wurde am Friedhof das Haus, eigentlich war das ein Haus für, ich weiß gar nicht, ob dort die Toten aufbewahrt wurden oder was, also dort stand so ein Haus und das hat man hergenommen und hat das als Synagoge aufgebaut und das war sehr nett. Eine kleine Synagoge, aber hat vollkommen gereicht. Und zwar ist das eigentlich nach jüdischem Gesetz nicht erlaubt, am Friedhof eine Synagoge zu stehen. Das ist verboten. Aber wenn man, das ist so ein Hintertürchen offen, wenn man einen Zaun herum macht, dann darf man. Und da ist ein Zaun, ein lebender Zaun aus, ich glaube aus Thuja-Hecken oder was. Das ist sehr hübsch gemacht und der Friedhof ist sehr gepflegt. Jetzt nach der Wende super überhaupt. Aber man hat ja jetzt neu gebaut und da braucht man das gar nicht mehr dort. Es ist noch so erhalten, steht noch so da. Ich weiß nicht, ob vielleicht kleine Gottesdienste doch mal dort durchgeführt werden, da bin ich überfragt jetzt. Wenn Sie heute nach Dresden kommen, tut Ihnen das noch weh? Ja, doch. Vieles tut noch weh. Doch, ja. Muss ich schon sagen. Und wenn ich denke dann auch sehr viel an Freundinnen, an Freunde, an Familie. Es ist nicht so einfach. Aber ich versöhne mich dann mit der schönen Seite von Dresden, mit dem, was entweder neu aufgebaut worden ist, was mir nicht immer gefällt, aber auch mit dem, was noch stehen geblieben ist, mit der Natur und Kultur in Dresden. Und die Natur ist überall gut und schön, aber Dresden ist sie mir vertraut, wenn ich an der Elbe spazieren gehe. Das war meine Kindheit.